Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil der Heizungsbooster-Reihe auf meinem Kanal LDD Smart Home. Im heutigen zweiten Teil möchte ich euch zeigen, welche Möglichkeiten ihr habt, um die Lüfter temperaturgesteuert zu betreiben, denn sie sollen ja nicht die ganze Zeit laufen, sondern nur, wenn der Heizkörper warm ist und dann wieder ausgehen, wenn der Heizkörper aus bzw. kalt ist. Heißt, ich stelle euch im heutigen Video wieder zwei Varianten vor, einmal eine Kaufvariante und dann eine Selbstbauvariante. Preislich bewegen sich beide auf einem ähnlichen Niveau, aber die Selbstbauvariante macht deutlich mehr Spaß und kann passend zu meinen üblichen Videos auch in das Smart Home eingebunden werden. Also, falls euch das Ganze interessiert, dann bleibt dran. Nach einem kurzen Intro geht's los und denkt dran, falls euch das Video gefallen oder geholfen haben sollte, würde ich mich über einen Daumen hoch und ein Abo sehr freuen und nicht vergessen, die kleine Glocke zu aktivieren, damit ihr benachrichtigt werdet, sobald der dritte Teil online ist. Dort geht es dann um den Bau dieser Lüfterhalterung bzw. dieser Lüfterleiste. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Video. Bis gleich. Schön, dass ihr dran geblieben seid. Okay, als erstes würde ich sagen, schauen wir uns mal die Kaufvariante an und dann schauen wir uns die Selbstbauvariante an. Die Kaufvariante, die besteht aus zwei Teilen, einmal einem Netzteil für die Lüfter und dann eine schaltbare Steckdose mit Temperaturfühler. Das Universalnetzteil benötigen wir, um die Lüftergeschwindigkeit an die Gegebenheiten anzupassen. Falls ihr den ersten Teil nicht gesehen habt und ihr nicht genau wisst, was es damit auf sich hat, dann schaut auch mal in das erste Video rein. Dort erkläre ich alles Wissenswerte zu dem Thema und erkläre auch noch einiges mehr. Link zu dem Video blende ich mal oben rechts ein und verlinke es auch nochmal in der Videobeschreibung. Okay, also die schaltbare Steckdose mit dem Temperaturfühler benötigt ihr, um das Netzteil nur dann einzuschalten, wenn eine bestimmte Temperatur erreicht ist und dann wieder ausschaltet, wenn eine bestimmte Temperatur unterschritten ist. Denn ihr wollt ja nicht, dass die Lüfter hier permanent laufen, sondern nur dann, wenn der Heizkörper warm ist. Und dafür brauchen wir eine Steckdose mit Temperaturfühler. Den Temperaturfühler selbst, den könnt ihr dann auf der Heizkörperrückseite mit etwas Klebeband oder Ähnlichem befestigen und dann den Temperaturbereich an der Steckdose einstellen. Die Einstelltemperatur sollte bei ca. 35 Grad liegen und die Ausschalttemperatur bei ca. 32 Grad. Wie ihr das Ganze einstellt, entnehmt ihr bitte der Betriebsanleitung der von euch gekauften Steckdose. Link zu einer Steckdose, mit der es funktionieren sollte, findet ihr in der Videobeschreibung. Kommen wir jetzt zu der Selbstbauvariante. Eins vorweg, alles, was ich euch heute zeige, ist eine von vielen Möglichkeiten, die es gibt. Stellenweise kann es sein, dass es ein bisschen übertrieben ist, aber das ist dann ein anderes Thema. Seht dieses Video hier nur als Inspiration an oder baut es genauso nach, bleibt euch überlassen. Links zu den verwendeten Artikeln findet ihr in der Videobeschreibung, genauso wie einen Schaltplan. Falls ihr das Ganze nach meiner Anleitung aufbaut, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr zum Kauf der Artikel meine Links verwendet und so mich etwas unterstützt. Heißt, einfach vor dem Kauf auf einen meiner Links klicken, Artikel in den Warenkorb legen und das war's. Ihr bezahlt keinen Cent mehr, ich bekomme aber eine kleine Vermittlerprovision von Amazon. Und keine Angst, ich werde davon nicht reich. Mit etwas Glück bekomme ich das investierte Geld für diesen Prototypen hier nach einem Jahr oder so wieder raus. Aber reich werde ich davon definitiv nicht und euch tut es nicht weh. Okay, zur Selbstbauvariante. Ihr solltet natürlich löten können und das entsprechende Werkzeug haben. Ihr könnt es natürlich auch alles kaufen, aber das macht das Ganze dann finanziell etwas kostspieliger und ohne Übung ist das Ganze auch so eine Sache, aber es ist dennoch möglich. Schauen wir uns jetzt mal an, was ihr alles benötigt. Also ihr braucht als erstes ein Gehäuse. Ich verwende dieses Gehäuse seit Ewigkeiten für alle möglichen Projekte. Die gibt es im 5er-Pack relativ günstig auf Amazon zu kaufen und kann ich jedem nur empfehlen, verwende ich wie gesagt schon eine Ewigkeit. Außerdem braucht ihr noch eine Platine, wo das Ganze drauf gelötet wird. Ich empfehle euch eine 5 x 7 cm große Platine zu nehmen. Das passt in das Gehäuse rein und die Schaltung lässt sich sehr gut drauf aufbauen. Dann braucht ihr noch ein solches Relais, das die Spannung für die Lüfter durchschaltet. Ich verwende das hier und bin damit auch sehr zufrieden. Um die Spannung für den ESP bereitzustellen, brauchen wir noch ein Step-Down-Modul, um aus den 9 Volt oder 7 Volt, die vom Netzteil für die Lüfter kommen, 5 Volt für den ESP zu machen.
Dann brauchen wir natürlich noch den ESP selbst. Das ist sozusagen das Gehirn des Ganzen. Und dabei handelt es sich um einen ESP8266D1 Mini. Keine Angst, falls ihr mit sowas noch nie zu tun hattet, das ist sehr einfach. Der ESP ist ein kleiner Mikrocontroller und übernimmt die Aufgabe, das Relais zu schalten und den Temperaturfühler auszulesen. Da kommt dann noch ein kleines Programm drauf, beziehungsweise eine Firmware, die Tasmoda heißt. Aber keine Angst, das ist alles, wie gesagt, sehr einfach. Den ESP einfach mit einem USB-Kabel an den PC anschließen, ein paar Mausklicks und fertig. Sehr einfach. Ihr braucht keinerlei Programmierkenntnis. Ihr solltet aber einen PC bedienen können. Und dann wären wir eigentlich auch schon fast fertig. Wir brauchen dann noch ein paar Kleinigkeiten. Wir brauchen sowas wie Draht, den habe ich hier. Ich verwende den in 0,6 mm Stärke. Dann brauchen wir einen 4,7 Kiloohm Widerstand, ein paar Terminal Blocks und das war's dann auch schon. Okay, sicherheitshalber nochmal der Hinweis. Alles, was ihr hier seht, habe ich mir selbst gekauft. Nichts davon ist irgendwie gesponsert. Okay, dann würde ich sagen, legen wir los. Zu Beginn müssen wir an den Step-Down ein paar Drähte dran löten, da er ohne geliefert wird. Und wie das geht, muss ich glaube ich nicht zeigen. Einfach 4 Drähte abschneiden, nicht zu kurz, nicht zu lang. An einem Ende abwinkeln, damit sie nicht durch die Löcher hier fallen und dann dran löten. Dann müsst ihr als nächstes noch von dem Relais die 3 Terminal Blocks hier ablöten. Das habe ich hier schon gemacht. Das geht ganz gut, wenn man frisches Lötzinn oder Flussmittel in Kombination mit einer Entlötpumpe verwendet. Wichtig, achtet darauf, dass ihr die Durchgangskontakte nicht rausreißt beim Ablöten. Am einfachsten geht es, wie gesagt, mit frischem Lötzinn. Das Ganze gut erwärmen, immer abwechselnd Mitte außen und von der anderen Seite vorsichtig ziehen, bis sich das Ganze löst. Habt etwas Geduld und wie gesagt, nicht mit Gewalt das Teil rausreißen. Nachdem ihr die Terminal Blocks auf der einen Seite abgelötet habt, ist die Stiftleiste auf der anderen Seite dran. Hier habt ihr 2 Möglichkeiten. Entweder ablöten und durch Draht ersetzen. Das ist meine bevorzugte Variante, da der Draht etwas flexibler ist. Und wie ihr später sehen werdet, braucht ihr diese Flexibilität, um das Ganze hier auszurichten. Oder ihr lasst halt die Stiftleiste dran, müsst dann aber die Stifte ein bisschen weiter nach unten durchschieben, dass sie auf der Platinenrückseite rausschauen. Dafür einfach die Stiftleiste oben gerade machen und dann erwärmen und mit einer Zange vorsichtig durchschieben, bis die auf der anderen Seite so ungefähr 1 cm rausgucken oder einen halben Zentimeter. Wenn das alles soweit geklappt hat, dann ist die Platine hier dran. Ich empfehle euch zuerst mal die Leiterbahn zu erstellen und als letztes dann die Bauteile auf die Platine zu montieren. Die Leiterbahn mache ich wie gesagt sehr gerne mit starrem Draht. Das geht natürlich auch mit flexiblem Draht. Es bleibt euch überlassen, was ihr verwendet, aber ich finde es halt mit dem starren Draht ein bisschen schöner. Okay, dann würde ich sagen, legen wir los. Ich löte das Ganze jetzt und gebe euch ein paar Tipps, wie man das machen kann und worauf man achten sollte. Wichtig, ich bin zwar vom Fach, aber bei uns in der Firma wird eigentlich nichts mehr gelötet, außer wir löten mal 2 Adern zusammen. Meine Lötkenntnisse sind aus der Ausbildungszeit zum Mechatroniker von vor 20 Jahren und etwas mehr, also schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Bin kein Profi, aber ich würde sagen, meine Lötkenntnisse sind okay. Also etwas Nachsicht mit mir, falls ich irgendwo Fehler machen sollte oder es einfachere Wege gibt, dann könnt ihr das in die Kommentare schreiben und mir schreiben, hier Eddie, du hast da irgendwie das und das falsch gemacht, das könnte man so und so besser machen. Schreibt das dann in die Kommentare rein. Aber wie gesagt, ich glaube, die Lötkenntnisse sind ganz okay. Okay, als erstes müssen wir uns ein bisschen Draht abschneiden. Ich mache das so, ich schneide mir ein 45 cm langes Stück Draht ab. Also ich habe das vorher mal abgemessen, schneide das ab, nehme 2 Zangen, ziehe relativ fest oder mit viel Kraft an beiden Enden, damit die kleinen Unebenheiten hier rausgehen aus dem Draht. Und dann schneide ich mir einzelne Stücke ab, die ich brauche, um die Leiterbahn zu erstellen. Ich habe ja vorher einen Prototypen gebaut und das Ganze getestet. Das ist hier diese Platine. Und deswegen, also ich habe mir 45 cm langes Stück abgeschnitten, weil ich die ganzen Leiterbahnen gemessen habe, wie lang die sind.
und ich weiß, dass die erste Leiterbahn, die ich jetzt erstellen möchte, 14 cm lang ist, beziehungsweise die ist ungefähr 12 cm lang, die Leiterbahn. Habe dann nochmal ein bisschen Reserve drauf gegeben, deswegen schneide ich jetzt 14 cm ab. Außerdem, was ich auch noch gemacht habe, ist, ich habe mir so eine PDF ausgedruckt. Die verlinke ich euch auch nochmal in der Videobeschreibung. Hier stehen die Schritte drauf, welche ich machen muss, und dort steht auch zum Beispiel, die erste Leiterbahn ist 14 cm lang. Da sind wie gesagt 2 cm Reserve drin, und wo ich die auf das Raster einklicken muss oder einsetzen muss, wo ich es dran löten muss, wo die einzelnen Lötpunkte sind und so weiter und so fort. Deswegen weiß ich, erste Leiterbahn 14 cm, und dann geht es im Endeffekt auch los. Also wie gesagt, das Ganze verlinke ich euch in der Videobeschreibung, und ihr könnt es zur Hilfe nehmen und das Ganze, wie gesagt, so aufbauen. Okay, dann würde ich sagen, ich räume mal hier das ganze Zeug weg. Ihr habt ja gesehen, was ich alles hier verwende, was man alles brauchen könnte. Man braucht natürlich nicht alles, was ihr hier seht, aber umso mehr ihr davon habt, umso einfacher ist es, das Ganze hier zu erstellen, beziehungsweise das Layout nach meiner Vorgehensweise aufzubauen. Okay, wie gesagt, ich räume jetzt zuerst mal alles weg, und dann legen wir mit dem Löten los, und ich zeige euch ein paar oder gebe euch ein paar Tipps und Tricks, wie man das Ganze am einfachsten erstellt. Okay, so als erstes nehmen wir uns, wie gesagt, ein 14 cm langes Stück. Ich messe das hier einfach mal ab, 14 cm, schneide das Ding ab. Auf der einen Seite ist es ja schon geknickt, und jetzt soll ich es hier auf den Koordinaten Q17 kommt ein Bauteil rein. Das wäre hier der zweite Punkt. Das heißt, ich hake den hier ein. Jetzt kann ich den hier mit ein bisschen Klebeband fixieren oder mit so einer Zange. Ansonsten nehmt ihr einfach mal ein bisschen Isolierband und fixiert das Ganze. Also falls ihr nichts habt, keine Zange habt, einfach hier mit Isolierband fixieren, dann einen Lötpunkt setzen, und das war's. Also machen wir das gleich mal. Das hier gerade ausrichten. Wie gesagt, hier kommt ein Bauteil hin, das Beinchen von einem Bauteil. Deswegen haken wir das vorher ein, dürfen hier natürlich auch nicht festlöten. Ich löte das auf der 15 fest, auf der 10 und dann auf der 5. Dann das Ganze abschneiden. Wie ihr seht, bleiben ein paar Zentimeter übrig. Das ist wie gesagt diese Reserve. Und so wäre ich jetzt mit der Leiterbahn eigentlich ganz zufrieden. Jetzt müssen wir noch ein paar Stiche machen in die Richtung und in die Richtung. Um genau zu sein, brauchen wir genau 2 Stück. Und wichtig hierbei ist, ihr solltet den Lötpunkt nicht direkt neben dem Stich machen, denn wir müssen den Stich jetzt ausschneiden, und wenn ihr zu nah am Lötpunkt abtrennt, dann kann es passieren, dass ihr hier den Lötpunkt abreißt, und deswegen immer ein bisschen Platz lassen. Also ich kann euch so eine Klemme sehr empfehlen, wenn ihr ab und zu mal lötet. Die ist echt Gold wert. So, jetzt kommt noch eine Leiterbahn hier. Somit hätten wir jetzt die erste Leiterbahn fertig. Wichtig, den Minus hier und hier könnt ihr nur verbinden, weil es der DC-Wandler zulässt. Also die sind hier eh schon miteinander verbunden. Das sieht man hier auf der Seite ganz gut. Und weil die schon eh miteinander verbunden sind, können wir sie auch auf der Platine miteinander verbinden. Aber ihr müsst darauf achten,
dass bei eurem DC-DC-Wandler, falls ihr einen anderen verwendet, dass die auch miteinander gebrückt sind. Ansonsten dürft ihr die hier nicht miteinander verbinden. So, jetzt müsst ihr den ESP auf jeden Fall abmachen. Jetzt kommt das Relais dran und wichtig dabei ist, wie gesagt, dass man die Beinchen hier ein bisschen länger lässt, weil die knicken wir gleich um. Und ja, wir müssen achten, dass wir hier relativ weit zur Mitte kommen. Ansonsten passt das Ding nicht richtig ins Gehäuse rein. Was ich hier noch erwähnen muss, ihr müsst hier die Kontakte ein bisschen abschneiden, weil die stehen relativ weit hoch und wir müssen sehr tief runter, so tief es geht, damit wir den Deckel auf das Gehäuse ja, zumachen können. Deswegen das hier richtig bündig abschneiden, so gut es geht, und dann müssen wir ein bisschen spielen mit den Kontakten und ein bisschen schieben, weil wir müssen, wie gesagt, ganz nach rechts. Und hier nochmal Isolierband drauf machen. So, jetzt müssen wir das Relais draufsetzen. Wir müssen darauf achten, dass wir relativ weit in die Richtung gehen, aber das richten wir gleich noch aus. Richtige Löcher suchen. So, jetzt den ESP draufsetzen. Wichtig ist, das Relais noch nicht befestigen. ESP draufsetzen und jetzt seht ihr hier, das Ganze ist schief. Jetzt müssen wir das Relais ein bisschen anpassen. So, wir können mal probieren, ein bisschen so. Vorsichtig, mit Gewalt. So, und die zwei Beinchen von hier, die müssen auf die andere Seite. Das eine kommt dorthin und das andere hierhin. Auch mal überprüfen, dass das ins Gehäuse passt. So, als nächstes nehmen wir unseren Stecker von dem Netzteil und schließen das an. Und den ESP, der muss entfernt werden, denn wir müssen zuerst mal die Ausgangsspannung hier einstellen an diesem Potentiometer. Das heißt, ihr braucht ein Messgerät, um die Ausgangsspannung zu messen, damit wir die Ausgangsspannung auf 5 Volt setzen. So. Das Relais, das DC-Modul, das leuchtet schon mal, das ist gut. So, das Netzteil ist auf 9 Volt eingestellt und ich stelle hier an dem Potentiometer 5 Volt ein. Also gegen den Uhrzeigersinn wird es kleiner. Ihr müsst am Anfang relativ viel gegen den Uhrzeiger drehen, damit sich überhaupt irgendetwas tut. So, bei mir sind es jetzt genau 5 Volt. Plus minus 1 Volt sollte dem ESP nichts ausmachen. So, als nächstes müssen wir noch die Tasmota-Firmware auf den ESP installieren. Das geht relativ einfach. Dazu braucht ihr einfach nur den ESP selbst, ein Daten-USB-Kabel, das ist ganz wichtig. Und dann benötigt ihr auch noch einen Treiber, um das Ganze zu betreiben. Okay, das heißt, als erstes müssen wir den Treiber für Windows installieren oder für Mac oder was auch immer ihr verwendet. Ich gehe dazu hier auf die Tasmota GitHub Seite. Hier gibt es so einen Web-Installer.
Klicke hier auf Connect, dann wird mir gesagt, normalerweise, dass er kein Gerät gefunden hat, weil gar nichts angesteckt ist. Ich glaube, weil ich das gerade eben schon mal getestet habe. Also sage hier abbrechen und dann kommt hier der Treiber, den wir benötigen. Wir haben hier diesen CH340 oder CH341, klicken hier auf Windows drauf, kommen auf die Herstellerseite, eine chinesische Seite. Hier steht wahrscheinlich auf Chinesisch Download, klicken hier auf Download, das wird runtergeladen. Wir öffnen das Ganze, ich habe es wie gesagt schon vorher getestet, gehen dann hier auf die ZIP-Datei, entpacken das irgendwo hin, wo ihr es haben wollt. Und dann installieren wir das Ganze. Kann sein, dass es jetzt bei mir eine Fehlermeldung gibt, weil das Ganze schon installiert ist. Sagen ja und sagen hier Install. Ja, und dann sollte hier kommen, dass es installiert wurde. Wie gesagt, bei mir ist es schon installiert, deswegen eine etwas andere Meldung wie bei euch. Im Normalfall vielleicht nochmal einen Neustart am PC durchführen. Ich probiere das Ganze jetzt mal ohne. Sage hier Cancel zuerst mal und dann schließe ich das Ganze an den PC an und hoffe, dass es keine Fehlermeldung gibt, denn das ist typisch bei Aufnahmen. Da kommt immer irgendein Fehler. Mit dem PC verbunden, im Gerätemanager mal kurz nachgucken. Also gefunden wurde es, installiert wurde es auch, wie gesagt, aber das war bei mir schon installiert. Probieren hier auf Connect zu gehen, beziehungsweise vorher könnt ihr gleich schon mal die richtige Firmware auswählen. Wir benötigen die Tasmota Sensors Firmware, klicken dann auf Connect, sagen hier, wählen das hier aus und sagen verbinden. Und dann genau das gleiche ist mir vorher schon mal passiert. Da musste ich einfach nur den Treiber einmal kurz deinstallieren und wieder neu installieren. Und dann ging das. Ich glaube, weil das nicht richtig installiert wurde, deinstalliert wurde. Also nochmal. So, jetzt wurde er installiert. Nochmal Connect probieren. So, jetzt verbindet er sich. Ihr habt gesehen, normalerweise funktioniert das auf Anhieb. Das ist halt jetzt, weil ich es filme, ist es immer so. Okay, also Install Tasmota Sensors sagen, dass er vorher den ESP nochmal löschen soll. Das machen wir sicherheitshalber, falls irgendwelche Reste drauf sind. Und dann sagen wir Install. Das Ganze dauert ungefähr jetzt 30 Sekunden. Ihr seht es ja, geht relativ schnell. So, wunderbar, die Installation hat geklappt. Klicken hier auf Next. Jetzt wird unser Netzwerk abgesucht, wählt hier euer WLAN aus und das dazugehörige Passwort. Sagt dann Connect. Und hier sagen wir Visit Device, dann wird das Gerät direkt im Webbrowser geöffnet. Und da ist es. So, jetzt müssen wir ein paar kleine Konfigurationen vornehmen. Das geht ganz schnell. Geht auf Konfigur, dann Konfigur Module. Wählt hier ganz unten Generic 18 aus. Sagt Save. Wartet 5 Sekunden, dann startet das Gerät neu. Nach circa 5 Sekunden klickt ihr auf Main Menu. Dann ist das Gerät schon da. Geht nochmal auf die Konfiguration. Nochmal auf Konfigur Module und hier wählen wir jetzt aus, wo unsere Sensoren und Aktoren angeschlossen sind. Das heißt, wir haben hier auf D5 ist unser Relais installiert, also wählen hier Relais aus und auf D6 glaube ich oder D7, jetzt muss ich nochmal nachgucken. Genau, auf D6 ist unser Temperaturfühler angeschlossen. Wählen hier DS18B20 aus, beziehungsweise DS18X20 ist aber dasselbe. Sagen hier Save, dann startet das Gerät nochmal neu. Ich habe den DS18B20 schon hier angeschlossen. Das ist dieser Sensor, einfach Plus, Minus und Datenkabel. Und dann ist das Ganze installiert. Sieht jetzt so aus. Jetzt trennen wir das Ganze vom PC und schließen das hier an unser Board an. Achtet darauf, dass ihr ihn richtig aufsetzt. Das heißt plus 5 Volt oben bzw. die Buchse oben zum Relais hin. Stellt die Spannungsversorgung her. Gebt dem Ganzen eine Sekunde, bis es hochfährt.
und dann hat es sich auch schon im Webbrowser von alleine aktualisiert. Ansonsten einfach Webbrowser mal aktualisieren. Testen zuerst mal das Relais. So, jetzt hat sich, während ich das Ganze aufgenommen habe, meine Kamera verabschiedet, beziehungsweise keinen Speicherplatz mehr auf der Speicherkarte gehabt. Okay, also das Ganze ist angeschlossen. Wir testen jetzt, wie gesagt, das Relais, beziehungsweise ich habe schon getestet. Also ihr seht, es funktioniert, es schaltet, die rote LED geht an und der Temperatursensor funktioniert auch. Können wir auch noch mal kurz testen, indem wir ihn in die Hand nehmen und gucken, dass sich die Temperatur dort ändert. Das sollte relativ fix gehen. Ihr seht es 21,7, 22,6 und wenn ich es wieder loslasse, sollte es sich nach ein paar Sekunden oder sollte die Temperatur nach ein paar Sekunden wieder sinken. So, das heißt, wir hätten jetzt das Ganze installiert, Tasmota ist drauf und jetzt müssen wir nur noch einen kleinen Befehl eingeben oder so eine kleine Rule erstellen, heißt es. Das ist eine Kombination aus Befehlen, wo wir sagen, wann das Relais anziehen soll und wann es wieder abfallen soll. Ganz einfach, zeige ich euch. Dazu geht ihr einfach hier in die Konsole rein, macht es mal ein bisschen größer, so. Fügt folgenden Befehl ein, Rule 1 on, Tele DS18B20 und so weiter und so fort. Ihr seht, wenn größer 25 Grad, dann soll das Relais angezogen werden und wenn die Temperatur am Sensor kleiner 23 Grad ist, dann soll das Relais wieder abfallen. Also das einfach Copy-Paste einfügen. Ihr müsst nichts abändern, außer vielleicht den Temperaturbereich später hier auf 35 und das hier vielleicht auf 29 stellen. So habe ich es bei mir. Ändert ihr das einfach ab, fügt es ein, sagt Enter und dann gebt ihr noch einen einzigen Befehl ein und dann seid ihr fertig. Und zwar Rule 1 on. So, Rule 1 on. Damit aktiviert ihr das Ganze. So, das Relais ist jetzt abgefallen, weil die Temperatur unter 23 Grad ist. Und dann können wir das Ganze mal testen. Ich nehme das in die Hand und warten, bis das Ganze auf über 25 Grad steigt. Jetzt habe ich doch tatsächlich noch eine Kleinigkeit vergessen, denn das dauert jetzt ungefähr 5 Minuten, bis das Ganze funktioniert. Und zwar müssen wir nochmal schnell in die Konfiguration rein, dann hier in Logging und das hier stellen wir zum Testen jetzt mal auf 30 ein. Ich empfehle euch, stellt es auf 60 später ein, beziehungsweise ich stelle es mal auf 10, damit es schneller geht und ihr stellt es dann später auf 60 ein. So, und sagen hier Save. Und dann habt ihr gesehen, jetzt ist das Ganze schon angesprungen. Diese 10 sind Sekunden. Alle 10 Sekunden werden die Daten gesendet und wir reagieren auf dieses Gesendet der Daten alle 10 Sekunden. Und deswegen hat sich vorher nichts getan. Okay, also und jetzt müsste die Temperatur irgendwann mal wieder fallen. Und dann tue es mal ein bisschen zum Abkühlen. Und dann sollte das Relais wieder ausgehen. Das dauert jetzt, wie gesagt, einen Augenblick. Ich hätte mir vielleicht ein Glas Wasser oder so hinstellen sollen, damit die Temperatur schneller fällt. So, jetzt müsste das gleich erreicht sein und das Ganze ausgehen. Also unter 23 Grad geht es aus. Jetzt dauert es wieder diese paar Sekunden und aus ist es. Also funktioniert das Ganze. Wir können es nochmal kurz testen. Ich jage es nochmal auf 25 Grad hoch. So, jetzt wieder 1-2 Sekunden warten und ihr seht, es ist wieder angegangen und auf der Oberfläche wechselt es auch. Okay, somit hätten wir das Ganze und das wäre jetzt bereit, um die Lüfter dran anzuschließen und das Ganze in Betrieb zu nehmen. Wie ihr die Lüfter baut, wie ihr diese Leiste baut, das zeige ich jetzt im dritten Teil. Also falls ihr das nicht verpassen wollt, dann denkt dran, ein Abo dazulassen, die Glocke zu aktivieren und ein Daumen hoch vielleicht auch nochmal, nicht schlecht. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und viel Spaß mit eurem ESP und der Tasmota Firmware.